Marvin und ich möchte dir heute Zeichenketten-Templates bei eingebetteten Ausdrücken mit Formatoptionen zeigen. Zuvor möchte ich erklären, was Zeichenketten-Templates sind, was ein eingebetteter Ausdruck ist und was für Formatoptionen es gibt. Ein Zeichenketten-Template beginnt mit einem geraden Strich am Anfang und am Ende. Ein eingebetteter Ausdruck ist der Ausdruck, der hier in den geschweiften Klammern umschlossen ist, und die Formatoption wird hinter der Variable innerhalb der geschweiften Klammern eingefügt. Als erstes wollen wir uns die Formatoption Alpha anschauen, dann als zweites Date und als letztes Country. Alpha wird genutzt, um Konvertierungen von Belegnummern zu machen. Oft hat man eine Belegnummer, zum Beispiel eine Bestellnummer, die im internen Format ist, das heißt mit führenden Nullen, so lang wie der Datentyp ist. Hier oben habe ich mal angegeben, wie lang der Datentyp ist, beziehungsweise wie viele Zeichen diese einzelnen Variablen haben. Der Datentyp Ebeln hat 10 Zeichen und der Typ eBib hat 5 Zeichen. Als erstes wollen wir die Bestellnummer vom internen in externen Format konvertieren. Das machen wir, indem wir Alpha gleich out schreiben. Und die Positionsnummer wollen wir vom externen Format im internen Format, das heißt mit führenden Nullen, konvertieren. Hierzu schreiben wir Alpha gleich in, aktivieren dies und führen das aus. Wie man jetzt sieht, wurde die Bestellnummer im internen Format konvertiert und die Positionsnummer im externen Format. Als nächstes schauen wir uns die Formatoption Date an. Mit dieser Formatoption kann man Datumsformatierungen vornehmen anhand verschiedener Parameter. Hier gibt es 4 Parameter, einmal Raw, User, ISO und Environment. Wenn man die Formatoption Date ohne einen Parameter nutzt, entspricht das wie dem Parameter Raw, das heißt, es wird keine Datumskonvertierung vorgenommen. Das möchte ich anhand des Beispiels mit Süddatum einmal zeigen. Date gleich Raw. Hier ist die zu erwartende Ausgabe, dass nichts konvertiert wird bzw. formatiert wird, und wird die bekannte interne Ausgabe des Datums bekommen von Süddatum. Das heißt Jahr, Monat und Tag. Was auch so passiert. Der nächste Parameter heißt User. Das heißt, hier wird das Datum so konvertiert, wie das Datumsformat im Benutzerprofil des jeweiligen Users definiert ist. Wie es in diesem System definiert ist, blende ich einmal kurz ein. Das heißt, hier die erwartende Ausgabe ist Tag, Punkt, Monat, Punkt, Jahr. Das führen wir einmal aus. Und wie wir sehen, haben wir die Notation, die in unserem Raum bekannt ist. Ein weiterer Parameter ist Süddatum gleich ISO.
Hier wird also nach ISO-Norm 8601 konvertiert. Diese Norm kann man sich auch auf Wikipedia anschauen oder ich verlinke dir das in der Beschreibung, damit du da einen Blick drauf werfen kannst. Die erwartende Ausgabe ist hier, dass wie folgt formatiert wird: Jahr, Bindestrich, Monat, Bindestrich, Tag. Hier muss ein Leerzeichen noch hin. Und wie wir sehen, passiert das auch. Der letzte Parameter ist hier Date gleich Environment. Das heißt, hier wird formatiert, wie die Sprachumgebung aktuell im Programm ist. Zum Beispiel kann hier vorher mit set country en gesetzt werden, sodass im weiteren Verlauf dann die Datumsformatierung oder andere Dinge auch mit in en passieren. Hier ist die erwartende Ausgabe, dass wir Tag, Schrägstrich, Monat, Schrägstrich, Jahr haben. Und das passiert auch. Zum Schluss schauen wir uns die Formatoption Country an. Der Vorteil an Country ist, dass diese abhängig vom Datentyp eine Zahl, Datum, Zeit oder einen Zeitstempel formatieren kann. Wir wollen das jetzt an einem Beispiel mit einem Datum machen und nehmen hier wieder das Sü-Datum. Anders als beim vorigen Beispiel mit Date wollen wir nicht die Sprachumgebung mit set country festlegen, sondern wollen dieses Mal ein Land aus der Tabelle T005X nehmen. Das ist diese Tabelle hier. Und wir werden durch einen simplen Single Select hier einen Wert aus der Spalte Land selektieren, je nachdem was wir für ein Datumsformat haben. Wir haben hier folgende Datumsformate und nehmen einfach mal ein Datumsformat, den wir heute noch nicht hatten. Das müsste zum Beispiel dieser sein, also 4. Size Select Single Land from T005X into add data add for date land Höhe nach, wie war die Tabelle? .if gleich 5. Anschließend noch das Zeichenketten-Template. Datum County gleich Land. Und jetzt würden wir erwarten, dass wir wollten Variante 4 nehmen. Das ändern wir jetzt noch und dann erwarten wir diese Ausgabe. Aktivieren das und führen das aus und sehen hier die gewünschte Formatierung. Ja, das waren die 3 Formatoptionen Alpha, Date und Country. In der Subdoku findest du noch viel mehr Formatoptionen. Einige wirst du auch in meinem Subwiki noch finden.
Beide Links werde ich dir unten in der Beschreibung einfügen. Ich hoffe, du konntest verstehen, was String Templates sind und wie nützlich diese sein können. Und ja, viel Spaß beim Nachmachen. Bis dann.